Obwohl das mittlerweile schon November geworden war, schien die Sonne unermüdlich vom blassblauen Himmel. Der Wind war zwar kühler geworden, aber an windstillen Plätzen war es so heiß wie im Hochsommer in Deutschland. Manchmal fielen sogar ein paar Tropfen vom Himmel, aber das waren nur ganz kurze Schauer, die gleich wieder vorüber waren. Tina und ich bastelten mit den Kindergartenkindern Laternen und an St. Martin zogen wir zusammen mit den Eltern durch das Camp und sangen deutsche Laternenlieder. Wir hatten ganz schön viel zu tun, denn anschließend musste ja die Nikolaus- und Weihnachtsfeier vorbereitet werden. Wir nähten also jede Menge Nikolausstiefel, denn für jedes Kind gab es von der Bauleitung Süßigkeiten und kleine Geschenke. Wir brauchten jetzt nur noch einen Nikolaus, der die Geschenke überreichte. Aber nach einigem Suchen erklärte sich ein junger Techniker bereit, den Nikolaus für die Kindergartenkinder zu spielen. Ich erinnere mich noch, dass der 6. Dezember ein ganz besonders heißer Tag war und der Nikolaus schwitzte sehr in seiner Verkleidung. Noch dazu fiel es ihm sichtlich schwer, vor die vielen Kinder, Mütter und Väter zu treten, die sich im Kindergarten versammelt hatten. Aber nachdem er sich mit einem kräftigen Schluck Tzatziki Mut angetrunken hatte, stapfte er in den Raum und rief »Ho, ho, ho«, und die Kleinen trampelten vor Aufregung mit den Füßen. Als Santa Claus später mit seinem wehenden roten Mantel zum Abschied winkend durch den weißen Sand davonstapfte, sehnte ich mich zum ersten Mal seit meiner Ankunft nach Kälte und Schnee. Denn Jahreszeiten gab es ja nicht. Es wurde zwar nachts sehr kalt, so dass wir die Aircondition auf Heizung umstellen mussten. Aber die Veränderung der Natur, wie bei dem Jahreszeitenwechsel in Deutschland, vermisste ich nun doch sehr. Kurz vor dem Heiligen Abend brachte Frank doch wahrhaftig eine fette Schweinshaxe, die er heimlich von einem der Schiffe geschmuggelt hatte, mit nach Hause. Das war ein Festessen, sowas von lecker. Ich hatte einen Busch Zweige mit goldenen Sternen und Kerzen dekoriert. Denn ich hatte natürlich keinen künstlichen Weihnachtsbaum in meiner Seekiste mitgenommen, wie die anderen Frauen. Es gab selbstgemachte Klöße und das Rotkraut dazu hatte ich im Supermarkt gekauft. Frank schenkte mir eine wunderschöne goldene Armbanduhr, die nur halb so viel kostete wie daheim in Deutschland. Und von der Firma bekam jede Frau einen hübschen, schmalen, goldenen Armreif. Das war nämlich Tradition. Die Frauen, die schon viele Weihnachten im Ausland zugebracht hatten, besaßen schon etliche davon. Für mich war das der erste, aber es sollte auch der letzte sein, denn Frank und ich hatten ja beschlossen, nur ein einziges Auslandsprojekt abzusolvieren. Aber es kam ja alles ganz anders, wie ihr später noch erfahren werdet. Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag ging ich wie immer zum Arbeiten. Und kurz darauf sagte mir Tina freudestrahlend, dass sie schwanger sei. Das war für mich ein ganz komisches Gefühl. Silvester feierten wir mit vielen anderen Leuten im Haus von Toni und Lina. Um Mitternacht war es totenstill im Camp. Nur unsere Happy New Year Rufe hallten durch die Nacht. Und vom Hafen her tuteten die Schiffe. Meine lieben Zuhörer, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für euer Interesse an meiner Geschichte. Und es freut mich sehr, dass euch auch die Gedichte gefallen, die ich euch vorlese. Ich finde es nämlich so wichtig, dass diese Literatur nicht in Vergessenheit gerät. Es gibt noch so viel, was ich euch unbedingt erzählen muss. Und es bleibt spannend, versprochen. Also bitte weiter abonnieren und liken.